Leute, willkommen zurück zu Tim K's Nerd Crate. Tim hier, moin. Und heute Teil 2 des Mortal Kombat Dioramas. Spachtel, Effekte und Säulen, Teil 1. Jo, davon waren wir die Farben. Ich habe Acrylfarbe genommen. Das ist, ja, ein bisschen was angemixt. Prototyp meiner ersten Verspachtelung für die ganze Geschichte war halt, wie ihr seht, Schweinspachtel. Den Kram habe ich mir aus dem 1-Euro-Store geholt. Das war nichts Großes. Ich dachte halt wirklich, dass das vielleicht funktionieren würde. Mein erster Plan. Ja, Originalöffnung war ein bisschen klein. Naja, jedenfalls so hat das dann geklappt. Dann Acrylfarbe reingehauen, das Ganze gut gemixt und das danach auf die Styroporplatte aufgebracht und ein bisschen ausgeglichen. Und ja, das hat tatsächlich sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Verstreichen war, ja, worked like a champ, wie man so schön sagen würde. Und da war halt auch nicht allzu viel Raketenwissenschaft, mal ein bisschen Butter bei die Fische hier und das Ganze ein bisschen schneller verstrichen. Musste ja auch mal irgendwann mal sein. Den nächsten Teil, den ich mir dran gedacht habe, war, dass ich, wenn ich das Ganze vernünftig einigermaßen glatt habe, ja theoretisch dann eigentlich, ja, die Kanten logischerweise auch ein bisschen sauber, ich habe das hinterher auch noch an den Kanten angemalt. Jedenfalls in dieser Stufe seht ihr hier, ich hatte vor, das Ganze wirklich stumpf mit Sand zu bestreuen. Junge, hau mal rein hier, was soll denn das? Na, siehst du, geht doch. Jedenfalls habe ich mir gedacht, das ist ja ziemlich klebriges Zeug, so ein Spachtel. Wir nehmen einfach diesen feinen Sand als Grund und lassen das trocknen. Das müsste sich ja theoretisch reindrücken. Hat nicht ganz so funktioniert wie gehofft, aber dazu gleich mehr. Ich habe da schon mal geguckt, wie das mit dem Magneten hinhaut. Vernünftig alles ausgemessen, das sollte natürlich mittig sein. Auf dem Konzeptbild ist das ein bisschen außer Mitte. Deswegen, ja, sagte Bob Ross noch immer, das habe ich auch so ein bisschen von Chris Pinkerton aufgeschnappt. Ja, das ist immer das Chaos. Das war eine Katastrophe. Naja, jedenfalls sagte Bob Ross noch, dass, ja, Happy Accidents, und das war das auch. Das war der Prototyp. Der hat überhaupt nicht funktioniert, also gar nicht. Ich habe dann das ganze Zeug, den ganzen Sand, der da drauf war, wirklich nochmal abgeklopft. Übrigens, neues Mikrofon. Sagt mal bitte in den Comments, ob das gut ist oder nicht. Ich habe hier ein paar Tonaufnahmen gemacht. Ich glaube, das war recht cool. Aber es nimmt natürlich von hinten, weil die Fenster hinter mir, also vor mir sind jetzt quasi, hinter dem Mikrofon aber, nimmt das halt trotzdem viel auf. Ich hoffe, das ist trotzdem klar genug. Egal, zurück zum Thema. Der ganze Sand runtergeklopft, der hat gar nicht gehalten, null. Also ich mir einen Tipp geholt von Chris Pinkerton wieder mal. Alter, ich bin dir so dankbar. Thank you so much, dude. Honestly. Und er sagte, hol dir Mod Podge, Serviettenkleber, und versuch das doch mit dem Sand zu mischen. Das habe ich gemacht, aufgebracht, war schon ein helles Braun, hat richtig gut geklappt. Also da bin ich wirklich von begeistert. Das hat meinem Projekt wirklich, muss ich sagen, den Arsch gerettet. Naja, und dann den groben Sand darauf. Und da wurde dann auch so langsam aber sicher auch mal ein Schuh draus, muss ich ganz stumpf so sagen. Wo ich dann auch wirklich froh drum war. Das Ganze aufgebracht und ja, mit dem Spachtel verstrichen, und das hat dann auch endlich mal funktioniert. Also da habe ich dann auch vorgehockt und habe gedacht so, oh, das funktioniert. Da war ich wirklich sehr, sehr happy. War natürlich ziemlicher Saukram. Wie ihr seht, der Zustand meines Teppichs wird nicht besser. Muss man einfach so sagen. Aber, ja, seht ihr schon, schöne Sandoberfläche, ein bisschen was auf den Stufen, also, wirklich Granate. Also, wenn jemand so mit Sand und sowas machen will, kann ich das nur empfehlen. Da sehe ich schon die Plätze für die Magnete. Saukram, wirklich Saukram. Also wirklich der Klebekram. Gut, Mod Podge war einfach vom Teppich abzukriegen, das nicht, aber es waren letztendlich die Flecken. Ja, und dann habe ich halt bin ich ein bisschen ausgerastet mit Effekten. Die Säule hat leider das Handy nicht aufgenommen. Ich weiß nicht, was da los war. Ich weiß nicht, ob das der Akku war und ich zu blöd war, aber
Ihr seht schon, was ich hier gemacht habe, war, dass ich 3 von den Platten übereinander gelegt habe. Ich habe das erstmal abgemessen, wie ich das haben wollte. Habe das aufeinander gelegt, Heißkleber zusammengeklebt, das berühmte Brotmesser und dann einfach angefangen wegzuschneiden, wie ich mir das vorstelle. Keine Sorge, ist kein Blut. Dann mit dem Magnet hinterher, das seht ihr dann, aber eben darauf geachtet, dass die Höhe und alles ungefähr hinhaut und dass da ungefähr sowas wie eine Säule rauskommt. Hat auch mega Spaß gemacht. Also das war mein Lieblingsteil von dem Projekt, weil es wirklich im Vergleich verdammt leicht war. Das Ganze dunkelbraun grundiert und an der Stelle habe ich gesehen, dass das mit dem Schädel überhaupt nicht klappt. Ihr seht schon, wenn ich den Schädel so darauf schieben wollen würde oder gewollt hätte, da Shao Kahn da auch noch drauf sitzt, dann hätten da die Stacheln an der Seite rausgeguckt und ich hätte von dem Schädel einfach so dermaßen viel wegnehmen müssen und ich habe mich dann dagegen entschieden. Ich bin da auch nicht wirklich böse drum, muss ich sagen, weil es sieht gut aus. Und hier seht ihr die Säulen. Das war halt eine Menge Drybrush. Für die es nicht kennen, Drybrush ist halt eine Pinseltechnik, wo ihr die Struktur, die ihr haben wollt, in den Schaum einbringt und dann mit dem Pinsel Farbe aufnimmt und nahezu die komplette Farbe vom Pinsel runterhaut und dann ganz leicht über die Struktur rüber geht und dann anfängt mit dieser Farbe die Struktur rauszuholen. Und das hat mit dem dunkelbraun auf den Säulen wirklich top funktioniert. Dazu seht ihr auch noch ein bisschen mehr, aber im Endeffekt, das ist da schon, und wie ich immer so sage, keine Raketenwissenschaft. Dann habe ich halt geguckt, dass ich den übrigen Sand runterschmeiß. Das hat gut geklappt. Wie ihr euch fragt, wie ich die Asche-Effekte gemacht habe, weil ich habe halt echt leider auch einiges nicht aufgenommen, aber deswegen rede ich das extra ein. Da kann ich euch dann das erzählen, was ich nicht gemacht habe. Zu den Handschellen komme ich auch noch. Ich habe einfach rote Acrylfarbe mit ein bisschen schwarz, damit es ein bisschen dunkler ist und habe dann einfach rumgesaugt, wie ich wollte. Das hat funktioniert. Und mit den Asche-Effekten, das war tatsächlich stumpf Graphit aus einem technischen Zeichenanspitzer. So ein rundes Teil, was ihr dreht, damit die Mine entsprechend scharf wird. Da hatte ich so viel über, das hat gut gepasst und das blieb auch gut drauf haften. Also, obwohl ich auch den anderen Sand abgeklopft habe. Also, ich finde das Granate. Ich bin begeistert, wie das geklappt hat für mich so. Vor allem erstes Projekt überhaupt in der Form, ne? Naja, dann seht ihr schon die Rillen, die ich da reingebracht habe. Das habe ich mit meinem Schleifbock gemacht. Den seht ihr vor der Säule, wo ich gerade bei bin. Und da habe ich einfach eine Kante genommen und bin da durchgegangen. Einigermaßen rundherum, Abstand angehalten. Und das hat auch top funktioniert. Also im Endeffekt, was ich mir in den Kopf gesetzt habe mit der Säule, hat toll hingehauen. Kann ich nicht anders sagen und es ist wirklich nicht schwer und deswegen kann ich das nur empfehlen. Wenn ihr ansatzweise denkt, so, ich habe keine 2 linken Hände, ich hätte ganz gern sowas zu Hause, fangt einfach an. Im Endeffekt könnt ihr nichts falsch machen. Das Einzige, ihr macht vielleicht ein paar Materialien kaputt, aber ja, es ist ein Experiment, was wir machen, genau wie beim Devastator-Ding. Das war auch ein Experiment. Ich habe gewusst, was ich konnte. Ich habe mit Styrodur gearbeitet, mit Styrodur? Nicht mit Styrodur, Polystyrol gearbeitet und das hat auch funktioniert. Ja, ist ein Experiment. Müsst ihr ein Risiko eingehen, aber macht Spaß. Und was ich euch vorher gezeigt habe, den Kugelschreiber, das ist halt die Handschelle gewesen. Ich habe überlegt, was für eine Handschelle machst du denn und oder wie machst du die? Dann habe ich einfach einen groben Zentimeter in Länge vom Kugelschreiber abgeschnitten, den geopfert, was sowieso ein Scheißding war. Und dann so einen kleinen Twisty genommen, den so ein bisschen blank gemacht und dann ehrlich gesagt das dann mit Sekundenkleber aufgebracht und das zeige ich aber auch noch ein bisschen mehr im Detail. Also ich habe beide tatsächlich nicht aufgenommen. Aber ja, viel mit Twisty Ties gearbeitet. Also wer ansatzweise bastelt, braucht Twisty Ties. Ich bin einfach der Meinung, dass man ansonsten wirklich leichte Probleme hat. Man kann die Dinger im Endeffekt immer nutzen. Ich habe damit schon so viel gemacht. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich habe dann die Schäkel in der Säule auch mit einem Twisty gemacht und dann eine kleine schwarze Kette mir bei Amazon bestellt. Das ist so eine Schmuckkette, die kriegt man echt nachgeschmissen für, weiß nicht, was waren das? Das waren jetzt irgendwie 3 Meter oder sowas auf so einer kleinen Rolle für 5 Euro. Also wirklich nicht die Welt. Und ihr könnt das abmessen, wie ihr wollt, und ihr habt für zukünftige Projekte, falls ihr noch sowas machen wollt, wirklich ewig lange sowas über. Naja, und ihr seht schon, ich bin da ganz fleißig bei, da zu pinseln. Hab da die Details rausgeholt mit Schwarz und noch ein bisschen Tiefe reingegeben und wie gesagt, das ganze dunkelbraun grundiert. Und dann bin ich da mit einem helleren Braun rübergegangen für schon die ersten Details.
und bin dann wirklich nochmal mit den Sandfarben nochmal immer auf Alufolie. Ist eine gute, wie nennt man das noch? Palette, eine gute Farbpalette zum Wegwerfen, das hat gut funktioniert. Reingehen, ganz viel abtupfen mit dem Pinsel und dann rübergehen und die Details rausholen. Und als ich damit fertig war, fand ich das schon geil, aber ich fand die Rillen waren mir irgendwie nicht dunkel genug und deswegen bin ich dann nochmal rübergegangen. Ja, warum eine halbe Säule hier, weil im Konzept war ja auch eine Säule weggebrochen und ich habe dann da noch schwarze Ascheffekte rangebracht, für wenn das so gewesen wäre. Von rechts hat Liu Kang so ein Fireball losgeschickt und der hat Scorpion ist dann ausgewichen oder was weiß ich, und der hat dann die Säule getroffen und die ist dann in 1000 Teile zersprungen und seht ihr auch noch, da liegt dann noch die Handschelle rum und Brocken von dem Teil wird er noch vor Shao Kahns Thron liegen. Ich habe mir da ein bisschen was gedacht. Und Leute sagen, ja, aber pack doch ein paar Leichenteile hin und Waffen etc. pp. Ich denke mir auch immer, wenn man in der Arena ist, wenn der Kampf tatsächlich stattfindet gegen Kintaro oder gegen Shao Kahn, dann ist da auch nichts Großes, dass man irgendwie, ehrlich gesagt, Teile da sieht und so weiter. Das passiert erst beim Fatality. Wenn der Kampf anfängt, dann ist die Arena so clean, wie es halbwegs geht, sag ich mal. Deswegen, ich habe mich dagegen entschieden. Ich brauche den Platz sowieso. Ich habe da jetzt Goro, Shao Kahn, Smoke, Rain und Ermac. Und ich will noch Noob Saibot haben. Ich will mir eine günstige KO-Figur holen, wo ich noch Ninja Garb drumherum wickel, ein bisschen für seinen Schatten. Und die anderen Ninjas ja auch noch. Baraka kommt auch noch. Wer weiß, was noch kommt. Hoffentlich noch. Habt ihr gesehen, das Endergebnis vielleicht schon auf meinem Instagram. Auf die andere Seite von Shao Kahn vielleicht noch Kintaro. Also, da geht noch ein bisschen was und da muss ein bisschen Platz her. Und deswegen dachte ich mir, macht das, glaube ich, Sinn. Ja, ihr hört schon, der Bus, der knallt hier immer noch durch. Also das hat sich nicht geändert. Ich hoffe, das Ding nimmt nicht zu viel davon aus. Ihr kriegt natürlich, wie ihr schon hört, Hintergrundmusik. Aber ich finde, ein neues Mikrofon musste her und ich habe mir hier ein günstiges Ding geholt, was aber sehr gute Bewertungen hat und bisher scheine ich recht zufrieden zu sein, glaube ich. Wie gesagt, haut das mal in die Kommentare, ob das soweit klappt. Und ansonsten geht das Ding zurück. Ja, was soll man da groß noch mehr zu sagen? Ich hole da Details raus und Details raus und Details raus. War ich ziemlich lange bei. Ich zeige tatsächlich immer voll im Detail, aber ich wollte euch jetzt mal, ja, wie ihr schon seht, hier das Ganze ein bisschen genauer zeigen. Auch schon ein bisschen was Helleres seht ihr hier dran. Da kommt aber auch noch ein bisschen mehr und es war ein stückchenweise Prozess und habe immer geguckt, wie ich das haben will. Bin ich zufrieden mit der anderen Säule. Ich habe dann da auch noch ein bisschen angeglichen und habe immer einen Teil dann trocknen lassen und bin zum nächsten Teil weitergegangen. Also wirklich Stückarbeit. Deswegen würde ich sagen, ich lasse euch mit den restlichen Momenten da einen Augenblick alleine. Wenn ihr Fragen habt, haut das in die Kommentare rein. Ich hoffe, das ist immer noch ein bisschen interessant. Das nächste, das große Ding werde ich euch im Zeitraffer zeigen, wie ich die Rückwand gemacht habe. Das ist dann im letzten Teil. Aber die Aufnahmen waren eigentlich okay. Ja, ihr seht schon, habe ich leider geswitcht und das vergessen umzudrehen. Aber es ist ja trotzdem sichtbar. Magnet, seht ihr? Habe ich tatsächlich noch was Nutzbares aufgenommen. Modpodge drumherum, Sand, um das Ganze ein bisschen zu verdicken. Und dann den Magnet rein, richtige Seite, das dann auch in den Boden, Heißkleber. Und so war das immer stückchenweise, was ich machen konnte. Und in dem Sinne geht das im nächsten Teil auf jeden Fall weiter. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Beschreibung wie immer in den Comments. Kontaktdetails. Von daher, lasst mal davon hören, was ihr davon haltet. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschüss.